Gut, im heutigen Vorlesungsteil möchte ich mich zuallererst einmal ein wenig den Grundlagen und Grundbegriffen widmen, die uns in dieser Lehrveranstaltung immer wieder unterkommen werden und die uns im Laufe des Semesters laufend begleiten werden. Und zuallererst möchte ich mich diesem Begriff der Usability widmen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass Usability ein Begriff ist, den Sie alle wahrscheinlich schon einmal gehört haben. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass Sie alle wahrscheinlich eine mehr oder weniger genaue Vorstellung davon haben, was es mit diesem Begriff der Usability auf sich hat. Ich glaube aber, dass es trotzdem sinnvoll und auch notwendig ist, insbesondere zu Beginn von so einer Lehrveranstaltung, zu Beginn von einem Semester, dass man sich einmal kurz Zeit nimmt, ein bisschen über diese grundlegenden Begriffe und über diese grundlegenden Konzepte nachzudenken und ein bisschen darüber zu reflektieren und die auch zu diskutieren. Ganz einfach deshalb, um sicherzugehen, dass das, was wir alle unter diesen Begriffen verstehen, das, woran wir denken, wenn wir das Wort Usability hören, dass das auch wirklich ungefähr dasselbe ist und dass wir quasi nicht alle aneinander vorbeireden, weil Sie vielleicht eine komplett andere Vorstellung davon haben, was es mit Usability auf sich hat, als ich mir darunter vorstelle. Und deshalb soll es heute in dieser ersten Vorlesung einmal um diesen Grundbegriff der Usability gehen. Ich möchte mir mit Ihnen anschauen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Ich möchte mir auch anschauen, was sich nicht hinter diesem Begriff verbirgt, beziehungsweise wo es Missverständnisse rund um diesen Begriff der Usability geben kann. Ich möchte mir anschauen, welche Definitionen es für Usability gibt. Ich möchte mir anschauen, in welche Teilaspekte und Teilkomponenten sich dieser Begriff der Usability zerlegen lässt. Und ich möchte mir auch anschauen, wie man die Usability von einem System, von einer Software, von irgendeiner technischen Lösung messen und bewerten und beurteilen kann. Zuallererst einmal eine ganz grundlegende Unterscheidung zwischen den Begriffen der Usability und des Usability Engineerings. Das ist vielleicht etwas, was Ihnen logisch und einleuchtend und altbekannt erscheint, aber nur um auf Nummer sicher zu gehen, möchte ich es ganz zu Beginn einmal festhalten. Usability ist, wenn man so will, eine Eigenschaft und ein Qualitätsmerkmal für technische Systeme, für technische Lösungen, für Software. Und gute Usability ist eine wünschenswerte Eigenschaft für Software und ein positives Qualitätsmerkmal. Und gute Usability ist quasi das Ergebnis von Usability Engineering. Und auf der anderen Seite, Usability Engineering bezeichnet jene Prozesse, jene Vorgehensweisen, Aktivitäten und Methoden, die man einsetzt, um eine gute Usability zu erreichen. Das heißt, das sind jene Prozesse und Aktivitäten, die als Ergebnis eine gute Usability zum Ziel haben. Das heißt, wenn man so will, könnte man sagen, die Usability selbst ist das Ziel, auf das man hinarbeitet, und das Usability Engineering ist der Weg, der einen zu diesem Ziel hinbringen soll. Usability ist eben, wie gesagt, eine Eigenschaft, ein Qualitätsmerkmal, die zum Ausdruck bringt, ob ein technisches System oder eine Software gut benutzbar ist, ob man die gut verwenden kann, ob die dazu geeignet ist, dass man sie benutzt und verwendet. Und dieser Begriff der Usability, der wird ins Deutsche sehr häufig oder der kann ins Deutsche übersetzt werden als der Begriff der Gebrauchstauglichkeit oder auch als der Begriff der Benutzbarkeit. Insbesondere, wenn Sie deutschsprachige Fachliteratur, Fachtexte, ISO-Normen und so weiter sich durchlesen, dann werden Sie da in der Regel wahrscheinlich über diesen Begriff der Gebrauchstauglichkeit als Übersetzung für den Begriff der Usability stolpern. Ich persönlich finde diesen Begriff der Gebrauchstauglichkeit immer ein bisschen holprig und auch ein bisschen sperrig. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Wort, das einem leicht von der Zunge rollt. Und eine andere gute Übersetzung ist aus meiner Sicht auch für diesen Begriff der Usability der Begriff der Benutzbarkeit. Jetzt ist es aber so, dass es insbesondere im deutschen Sprachgebrauch auch ein anderes Wort gibt, das sehr häufig als
Übersetzung für diesen Begriff der Usability verwendet wird, nämlich der Begriff der Benutzerfreundlichkeit. Das ist ein Wort, das Ihnen vielleicht schon mal untergekommen ist oder das Sie vielleicht auch selber schon einmal verwendet haben. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das ein sehr, sehr häufiger Ausdruck ist im Deutschen, wenn man von Usability spricht, dass sehr, sehr viele Leute diesen Begriff der Benutzerfreundlichkeit verwenden, wenn sie von Usability sprechen. Und dieser Begriff ist aber aus meiner Sicht ziemlich problematisch. Man muss auch dazu sagen, diesen Begriff, den gibt es natürlich nicht nur im Deutschen, den gibt es auch im Englischen. Im Englischen liest man auch immer wieder von User-Friendliness. Da liest man auch immer wieder, ob etwas user-friendly ist oder nicht. Aber meinem Eindruck oder meiner Wahrnehmung nach ist es so, dass dieser Begriff der Benutzerfreundlichkeit insbesondere im deutschen Sprachgebrauch sehr verbreitet ist. Und dieser Begriff ist aber, finde ich, sehr problematisch und da sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man diesen Begriff der Benutzerfreundlichkeit gleichbedeutend stellt mit dem Begriff der Usability, weil dieser Begriff der Benutzerfreundlichkeit, der ist meiner Meinung nach insofern problematisch, weil er irreführend ist, weil er quasi am eigentlichen Kern der Sache vorbeigeht und auch weil er sehr reduktionistisch ist, weil er dieses Konzept der Usability auf einen Aspekt und eigentlich auf einen falschen Aspekt reduziert, nämlich das Freundlichsein zu den Benutzerinnen und Benutzern. Das ist ein Problem. Also er ist irreführend und reduktionistisch und er bringt eigentlich nicht das zum Ausdruck, worum es bei Usability im Kern der Sache tatsächlich geht. Der zweite Grund, warum dieser Begriff der Benutzerfreundlichkeit aus meiner Sicht auch problematisch ist, ist, dass er auch ein Stück weit, finde ich, verharmlosend ist. Also er marginalisiert, finde ich, die Bedeutung der Usability, weil das klingt ein bisschen so, als ob man den Benutzerinnen und Benutzern einen Gefallen tun würde, wenn man gut benutzbare User Interfaces und gut benutzbare Software baut. Und das stimmt ganz einfach nicht. Das ist auch etwas, was Jacob Nielsen in seinem Buch Usability Engineering im Jahr 1993 sehr schön geschrieben und auf den Punkt gebracht hat, wo er eben gesagt hat, Users don't need machines to be friendly to them. They just need machines that will not stand in their way when they try to get their work done. Das heißt, Usability, das ist nicht optional, das ist nicht etwas, was man halt aus Freundlichkeit gegenüber den Benutzerinnen und Benutzern macht, sondern Usability ist eine ganz zentrale und wichtige Qualität, eine ganz pragmatische und wichtige Qualität von guter Software und von guten User Interfaces. Und um nochmal auf diesen Aspekt zurückzukommen, dass dieser Ausdruck der Benutzerfreundlichkeit auch sehr irreführend sein kann, das ist für mich, finde ich, immer ein sehr schönes Beispiel Clippy, den Sie hier rechts unten auf der Folie sehen. Für diejenigen, die es nicht kennen oder nicht mehr kennen oder auch für diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht nicht mehr so genau daran erinnern können, was Clippy eigentlich war. Clippy war ein Feature, eine Funktion in den Microsoft Office-Programmen. Und von der Grundidee her ist Clippy eigentlich eine gute Idee gewesen, eine schlaue Idee, die da dahinter steckt. Die Idee hinter Clippy war, dass Microsoft versucht hat, eine kontextuelle Hilfefunktion für die Office-Benutzerinnen und Benutzer zur Verfügung zu stellen. Also eine kontextuelle Hilfefunktion, die so funktioniert, dass quasi im Hintergrund beobachtet wird, was die Benutzerinnen und Benutzer gerade machen, und dass dann versucht wird, aus dieser Beobachtung Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche Aufgaben die Leute erledigen wollen, welche Ziele sie gerade verfolgen und dass man dann spezifisch für diese Aufgabe und für diesen Kontext eine passende Hilfestellung anbietet, um den Leuten quasi Anleitung zu geben und ihnen unter die Arme zu greifen. Also wenn man sich da hingesetzt hat und dann hat man Microsoft Word aufgemacht und angefangen zu schreiben, sehr geehrter Herr so und so oder sehr geehrte Frau so und so, dann hat quasi Office aus dieser Grußformel den Rückschluss gezogen, da versucht jemand offensichtlich gerade einen Brief zu schreiben. Dann ist der Clippy aufgepoppt und hat gesagt, hey, ich glaube, du versuchst gerade einen Brief zu schreiben, kann ich dir dabei helfen? Hier sind ein paar Tipps, die man beachten sollte, wenn man einen Brief schreibt. Also von der Idee her ja eigentlich gar keine so blöde Idee, dass man versucht, zur Situation passende Hilfestellungen zu geben. Und das Bemerkenswerte für mich an diesem Clippy, an dieser Clippy-Funktion war, dass das ein Feature war, das eigentlich für sehr, sehr gespaltene Reaktionen bei den Benutzerinnen und Benutzern gesorgt hat. Also
die Reaktionen der Leute, die waren da sehr, 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 wie sagt man, sehr emotional, sehr aufgeladen auch. Also das war wirklich Hassliebe, wenn man so will. Das war wirklich die Reaktion darauf, die ist zwischen den Extremer geschwankt. Manche Leute fanden diese Funktion toll und haben Clippy geliebt und fanden den witzig und sympathisch und charmant und liebenswert, und andere haben das Ganze wirklich von abgrundtief abgelehnt und verabscheut. Und das ist insofern interessant, weil wenn man sich diesen Clippy-Avatar anschaut, so wie er inszeniert wurde und wie er präsentiert wurde und wie er gestaltet wurde, dann ist das, finde ich, eine Funktion, wo man sagen kann, da wurde die Freundlichkeit ganz vorn angestellt. Also da war die Freundlichkeit von diesem Feature eine ganz zentrale Eigenschaft. Also da war immer freundlich und gut gelaunt und immer höflich und hat immer versucht, irgendwie nett mit den Leuten umzugehen. Also da kann man wirklich sagen, das ist ein Feature, das sehr stark auf diese Benutzerfreundlichkeit getrimmt war. Und es hat dann auch Untersuchungen dazu gegeben, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wieso diese Reaktionen auf diesen Clippy, auf diese Funktion so gespalten und so geteilt waren. Und da gab es ganz unterschiedliche Gründe, die die Leute angegeben haben, wieso sie diese Funktion nicht mögen. Manche Leute haben zum Beispiel gesagt, dass Clippy ganz einfach unnötig ist und eine Platzverschwendung am Bildschirm. Und da muss man auch dazu sagen, wie dieses Feature ursprünglich ausgerollt wurde in Office 97 war es so, dass man diese Funktion nicht deaktivieren konnte. Das heißt, man hatte als Benutzerinnen und Benutzer keine Kontrolle darüber, wann dieses Feature aufpoppt. Man konnte es auch nicht in den Einstellungen irgendwie abdrehen. Das heißt, man war quasi diesem Feature auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Man hat überhaupt keine Kontrolle darüber gehabt, wann das aufpoppt und ob es einen vielleicht gerade stört. Und das hat dann ganz einfach dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, ich will das gar nicht und das nimmt mir nur Platz am Bildschirm weg und ich will das abdrehen können. Ein anderer Kritikpunkt dabei war, dass viele Leute das Ganze als eine unkontrollierbare Ablenkung wahrgenommen haben. Auch eigentlich nicht überraschend. Wenn da plötzlich ohne eigenem Zutun irgendwas am Bildschirm aufpoppt, dann ist das oft natürlich störend. Dann reißt einem das aus der Arbeit raus, dann reißt einem das aus der Konzentration raus und man ist davon abgelenkt. Das heißt, für viele Leute war das eine störende Ablenkung, die sie aus der Arbeit rausgerissen hat. Ein weiterer Kritikpunkt von vielen Leuten war, dass Clippy ganz einfach oft nicht wahnsinnig hilfreich war. Das heißt, man kann sagen, das Feature hat ganz einfach nicht gut genug funktioniert, weil es ganz einfach oft falsche Rückschlüsse gezogen hat, welche Aufgaben man gerade versucht zu erledigen und dann unpassende Hilfestellungen angeboten hat. Da sieht man, die Freundlichkeit alleine bringt noch nichts, wenn die Funktionalität dahinter nicht ausreichend robust ist, dass das Ganze auch tatsächlich zuverlässig und korrekt funktioniert. Und einer der interessantesten Aspekte, finde ich aber, ist, dass manche Leute auch gesagt haben, sie mögen Clippy nicht, weil er ganz einfach herablassend und herabwürdigend ist. Die haben gesagt, ich bin ein erwachsener Mensch, der mit Microsoft Office versucht zu arbeiten. Ich weiß, was ich tue. Ich kenne mich mit dem Programm aus. Ich brauche da jetzt nicht irgendeine infantile Büroklammer, die versucht, mir zu erklären, wie ich meine Arbeit machen soll. Und das ist, finde ich, insofern ein interessanter Aspekt, weil da sieht man sehr schön, wie diese aufgesetzte Freundlichkeit von dieser Funktion auch nach hinten losgehen kann. Dass diese aufgesetzte Freundlichkeit in manchen Situationen auch ganz einfach deplatziert ist oder unpassend sein kann, zum Beispiel in einem professionellen Arbeitskontext, wo das Ganze dann eben als eine Herablassung oder als eine Bevormundung von den Benutzerinnen und Benutzern empfunden werden kann. Man sieht also, Benutzerfreundlichkeit alleine bringt noch nicht wahnsinnig viel und vor allem hat Benutzerfreundlichkeit auch nicht unbedingt wahnsinnig viel mit Usability zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass Benutzerfreundlichkeit nicht auch eine positive Qualität sein kann, dass die nicht auch ihre Berechtigung haben kann. Natürlich ist es schön, wenn man freundlich ist zu anderen Menschen. Natürlich ist das eine positive Qualität, wenn man bemüht ist, darum freundlich zu sein zu anderen Menschen. Man darf aber trotzdem dabei nicht vergessen, dass es bei Usability nicht darum geht. Bei Usability geht es nicht um Benutzerfreundlichkeit, sondern bei Usability geht es eigentlich um was anderes. Und das, worum es da geht, da kommen wir dann als nächstes auch noch darauf zurück. Usability ist jetzt, wie schon gesagt, zuallererst einmal eine Eigenschaft oder ein Qualitätsmerkmal von Software. Und jetzt ist es natürlich so, dass Usability nicht die einzige relevante Eigenschaft und nicht das einzig relevante Qualitätsmerkmal für Software ist, sondern es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Qualitätskriterien und Qualitätsmerkmalen,
die dazu beitragen, dass eine Software gut oder schlecht ist. Und Jacob Nielsen hat auch in seinem Buch versucht, diesen Aspekt der Usability einzureihen in einen ja, in diesem Gesamtkontext von unterschiedlichen Qualitätskriterien, die eben ausmachen, ob eine Software erfolgreich ist oder nicht und ob die am Markt akzeptiert wird oder nicht. Und das übergeordnete Konstrukt von dem Ganzen, das bezeichnet er als die sogenannte System Acceptability. Da geht es quasi um die Gesamtakzeptanz, die einem technischen System, die einer technischen Lösung widerfährt. Also alle Aspekte, die irgendwie mit reinspielen, ob eine technische Lösung, ob ein technisches System vom Markt und von den Benutzerinnen und Benutzern und von den relevanten Stakeholdern angenommen und akzeptiert wird. Und dieser Aspekt der System Acceptability, der Gesamtsystemakzeptanz, der lässt sich dann weiter runterbrechen in die Teilaspekte der Social Acceptability und der Practical Acceptability. Und bei der Social Acceptability, da geht es im Wesentlichen um die Frage, ist eine technische Lösung so gestaltet, dass wir als kollektive Gesellschaft, aber auch, dass wir als einzelne Menschen, als einzelne Individuen diese technische Lösung in unser Leben und in unseren Alltag hineinlassen. Entspricht das unseren Vorstellungen? Entspricht das insbesondere auch unseren Wertvorstellungen und Werten, was diese technische Lösung bereitstellt, dass wir das als Gesellschaft und als einzelne Individuen mit unseren eigenen Wertvorstellungen akzeptieren können oder nicht. Die andere Seite der Systemakzeptanz ist dann eben die Practical Acceptability. Und da geht es um die praktische Akzeptanz von einem Softwaresystem. Da geht es um Qualitätskriterien und Qualitätsmerkmale, die Ihnen wahrscheinlich auch schon im Rahmen Ihres Studiums in Lehrveranstaltungen wie Software Engineering, Projektmanagement, Softwarequalitätssicherung und so weiter auch schon untergekommen sind. Da geht es um so Sachen wie zum Beispiel die Kosten. Kann ich es mir überhaupt leisten, ein bestimmtes System mir anzuschaffen und in Betrieb zu nehmen? Und da geht es nicht nur um monetäre Kosten, sondern es kann natürlich auch andere Ressourcen, die da gebraucht werden, betreffen. Da kann es auch um Zeitaufwände gehen, die man investieren muss. Da kann es auch darum gehen, dass vielleicht ein gewisses Vorwissen, gewisse Kompetenzen vorausgesetzt wird. Ganz allgemein Ressourcen, die notwendig sind, um eine technologische Lösung in Betrieb zu nehmen und zu verwenden. Da geht es um so Fragen wie die Kompatibilität, ob ein technisches System überhaupt technisch kompatibel ist mit einer vorhandenen Infrastruktur. Ganz ein triviales Beispiel, wenn Sie einen Windows-Laptop bei sich zu Hause rumstehen haben, dann können Sie mit einer Mac-Software wenig anfangen, weil die Mac-Software wird auf Ihrem Windows-Laptop nicht laufen, weil sie nicht kompatibel ist. Da geht es um Fragen wie die Zuverlässigkeit von einem System, ob das Ganze ausreichend zuverlässig ist. Da geht es darum, ob Systeme sicher sind. Also die Sicherheit ist auch so ganz ein wesentlicher Aspekt von dieser praktischen Akzeptanz. Da geht es um Themen wie die Wartbarkeit von einer Software. Da geht es um die Themen wie die Wiederverwendbarkeit von einer Software. Also eine ganze Reihe von Qualitätskriterien, die da mit reinspielen in diese praktische Akzeptanz, diese Practical Acceptability. Und einer dieser Teilaspekte von der Practical Acceptability ist jetzt eben auch die Usefulness, die Nützlichkeit von einem technischen System, von einer technischen Lösung. Und dieser Aspekt der Nützlichkeit, der lässt sich jetzt weiter runterbrechen in diese Teilaspekte der Utility und der Usability. Und das sind zwei Teilaspekte, die sehr eng miteinander zusammenhängen und die beide gleichermaßen notwendig sind, damit ein technisches System oder eine technische Lösung ihre Nützlichkeit auch tatsächlich entfalten kann. Und bei der Utility geht es im Wesentlichen ganz einfach um die Frage, ob ein technisches System oder eine technische Lösung die benötigten Funktionen und die benötigten Features überhaupt zur Verfügung stellt. Das heißt, da geht es darum, sind die notwendigen Funktionen, ist die notwendige Funktionalität überhaupt verfügbar? Und das ist, glaube ich, etwas, was man jetzt als Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler relativ leicht im Auge behält. Das ist etwas, was man wahrscheinlich nicht so leicht übersieht, weil diese Frage nach den Features und Funktionen, das ist natürlich immer eine Frage, die ganz maßgeblich die Entwicklung von einem Softwareprojekt anleitet. Das ist auch das, was man typischerweise zum Beispiel in den funktionalen Anforderungen für ein Softwareentwicklungsprojekt ganz zu Beginn festhält und definiert, wo man eben einfach festhält, was muss dieses System können, welche Funktionen soll dieses System jetzt anbieten. Das ist, glaube ich, wie gesagt, relativ offensichtlich, dass das wichtig ist, wenn man Software entwickelt oder generell technische Lösungen entwickelt, dass man sich den Kopf darüber zerbricht, welche Funktionen muss dieses System jetzt bereitstellen.
Und auf der anderen Seite gibt es dann den Aspekt der Usability. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der leichter zu übersehen ist oder den man leichter vergessen kann zu berücksichtigen. Bei der Usability geht es eben um die Frage, wie einfach und angenehm sind diese Features und Funktionen zu verwenden. Wie einfach ist es für eine Benutzerin oder einen Benutzer, sich diese vorhandenen Funktionen überhaupt zunutze zu machen. Und damit ein System insgesamt nützlich sein kann, sind aber beide Aspekte gleichermaßen wichtig. Es geht nicht das eine oder das andere. Und das ist auch wieder was Jacob Nielsen sehr schön in seinem Buch beschreibt. Beide sind gleichermaßen wichtig. Wenn ich ein System habe, das mir nicht die notwendigen Funktionen zur Verfügung stellt, um meine Aufgaben erfolgreich zu erledigen, dann ist dieses System für mich natürlich ungeeignet. Dann erfüllt dieses System für mich natürlich keinen Nutzen. Auf der anderen Seite, wenn ich ein System habe, das mir die notwendigen Funktionen zwar zur Verfügung stellt, wo diese notwendigen Funktionen aber so schwer zugänglich sind oder so versteckt sind oder so kompliziert zugänglich gemacht werden, dass ich an der Bedienung von diesem System scheitere, dann ist dieses System auch wieder nicht nützlich für mich, weil dann gibt es die Funktionen zwar rein theoretisch, ich kann sie mir aber in der Praxis nicht zunutze machen. Ich kann erst wieder nichts damit anfangen, ich kann erst wieder meine Arbeitsaufgaben nicht erfolgreich damit erledigen. Das heißt, es braucht beides. Und ich persönlich finde es auch immer ein Stück weit tragisch, wenn man irgendwo sieht, dass technische Funktionen realisiert und implementiert werden und dann gleichzeitig auch feststellen muss, dass diese technischen Funktionen aber nicht genutzt werden, weil es ganz einfach an einer schlechten Usability scheitert. Weil diese technischen Funktionen, die müssen natürlich trotzdem irgendwo einmal gebaut und realisiert und implementiert werden. Und da steckt Zeit und Geld und Mühe und Aufwand dahinter, dass man diese Features implementiert. Und wenn dann am Ende rauskommt, wir haben da jetzt zwar diese ganze tolle Funktionalität gebaut, aber die Leute verstehen einfach nicht, wie sie sich das zunutze machen können und deswegen verwendet es niemand, dann ist das ja, finde ich, doppelt tragisch oder besonders tragisch, weil dann hat man einerseits diese ganze Energie und diese ganze Arbeit investiert und unterm Strich aber eigentlich vergeudet, weil es trotzdem niemandem einen Nutzen und niemandem einen Mehrwert bringt. Ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Funktionalität und Benutzbarkeit dieser Funktionalität gleichermaßen wichtig sind oder dass Usability mindestens genauso wichtig ist wie die Funktionalität, die von einem System zur Verfügung gestellt wird, ist für mich immer dieses erste iPhone, so wie es im Jahr 2007 vorgestellt wurde. Also ich rede jetzt nicht von den modernen iPhones, so wie wir sie heute kennen und so wie wir sie heute kaufen können, sondern ich rede ganz spezifisch von diesem ersten iPhone, so wie es im Jahr 2007 vorgestellt wurde. Und dieses erste iPhone ist, finde ich, ganz interessant, weil wenn man sich dieses erste iPhone aus dem Jahr 2007 anschaut, dann stellt man fest, dass das eigentlich auf der funktionalen Seite einige sehr große Defizite, einige sehr große Lücken gehabt hat. Und diese Defizite, das war auch etwas, was in den Testberichten und in den Rezensionen und in den Medien von vielen Kritikern und Kritikerinnen und von vielen Rezensentinnen und Rezensenten als Kritikpunkte an diesem iPhone immer wieder kritisiert wurde. Da wurde dann zum Beispiel kritisiert, dass dieses erste iPhone kein 3G, kein UMTS unterstützt hat, sondern das hat nur 2G, 2.5G GPRS unterstützt, also eine relativ langsame Datenverbindung. Ein anderer häufiger Kritikpunkt, es gab kein Copy und Paste. Man konnte nichts in die Zwischenablage einfügen und aus der Zwischenablage dann an anderer Stelle wieder raus einfügen. Es gab keine Apps, man konnte keine Apps drauf installieren. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass es mal ein iPhone gab, auf dem man keine Apps installieren konnte. War aber tatsächlich so. Am ersten iPhone konnte man keine Apps installieren, zumindest keine nativen Apps. Es gab keine MMS-Unterstützung, es gab keine Tethering-Funktion. Das heißt, man konnte dieses erste iPhone nicht für seinen Computer als Modem verwenden, sondern ja, ging einfach nicht, gab keine Unterstützung dafür. Es gab keine Videotelefonie, man konnte damit nicht Videotelefonieren. Es gab auch keine Kamera vorne, also kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen, aber man konnte mit dem ersten iPhone tatsächlich auch keine Selfies machen. Und diese ganzen Features oder letzter Kritikpunkt, der auch ganz besonders häufig erwähnt wurde, es hatte keinen herausnehmbaren Akku. Das war damals so ein Standard-Feature bei den meisten Mobiltelefonen am Markt, dass man den Akku austauschen konnte, gab es beim ersten iPhone nicht. Und wenn man sich diese Liste an Dingen, die dieses erste iPhone nicht hatte und die das erste iPhone nicht konnte, anschaut, dann muss man auch dazu sagen, das sind grundsätzlich alles Features, die waren im Jahr 2007 durchaus schon am Markt vertreten. Also wenn Sie sich da im Jahr 2007 ein Flagship-Nokia-Telefon gekauft haben, dann hat dieses Nokia-Telefon diese ganzen Funktionen unterstützt,
die das iPhone nicht unterstützt hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen zu sagen, das kann das nicht, sondern man kann wirklich sagen, wenn Sie da ein anderes Produkt von einem anderen Hersteller gekauft haben, dann hat das diese Features gehabt. Das iPhone hat diese Features und Funktionen eben nicht gehabt. Und bemerkenswerterweise war das aber überhaupt nicht schlimm, dass diese ganzen Features und Funktionen gefehlt haben. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, diese Umfrage hier aus dem Oktober 2007, also zu dem Zeitpunkt war das iPhone gerade 3-4 Monate auf dem Markt, da hat eben diese Marktforschungsagentur sich umgehört bei Käuferinnen und Käufern von Mobiltelefonen, wie zufrieden sie mit ihrem Mobiltelefon sind. Und das iPhone ist direkt vom Start weg Platz 1 in der Customer Satisfaction, in der Kundenzufriedenheit hochgeschossen mit 82% Customer Satisfaction. Auf Platz 2, wie man schön sieht, Research in Motion mit einem deutlichen Abstand. Heute gibt es Research in Motion in der Form eigentlich gar nicht mehr. Also lustigerweise, wenn man sich viele andere Hersteller in der Liste anschaut, da sind gar nicht mehr so viele von denen übergeblieben. Und daran sieht man aber sehr schön, dass diese ganzen technischen Features und Funktionen, die da andere Hersteller in ihren Geräten verbaut haben, gar nicht so wichtig waren, sondern wichtig war, dass das, was man zur Verfügung stellt, auch gut zugänglich und gut bedienbar und gut benutzbar ist. Das heißt, die Kundinnen und Kunden waren ganz einfach mit den vorhandenen Funktionen zufrieden und waren deshalb auch gewillt, über die Defizite und über die Mängel von diesem ersten iPhone hinwegzuschauen. Weil Hauptsache, das, was gut funktioniert, funktioniert auch wirklich gut. Und interessanterweise ist es auch so, es gibt auch Studien dazu, die sich beschäftigt haben mit der Frage, ob zusätzliche Features und Funktionen einen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit von einem bestimmten Produkt haben. Und da ist es so, dass man festgestellt hat, dass diese rein technischen Features und Funktionen, die einem ein Gerät zur Verfügung stellt, das, was man quasi in der Werbung sieht oder was in einem Testbericht aufgelistet wird oder was hinten auf der Schachtel draufsteht, was da an Features und Funktionen drinnen ist, das beeinflusst ganz maßgeblich die Erwartungshaltung der Benutzerinnen und Benutzer, bevor sie das System verwenden. Also quasi bevor man es anschafft und wenn man quasi die Kaufentscheidungen bezüglich eines bestimmten Produkts trifft. Und wenn man dann aber ein Produkt anfängt zu verwenden und das zu benutzen, dann treten diese bloßen technischen Features und Funktionen massiv in den Hintergrund und plötzlich wird es viel wichtiger, dass die Usability von dem Gerät stimmt. Und das ist jetzt grundsätzlich auch nicht wahnsinnig überraschend, dass das so ist, weil Usability ist natürlich etwas, was man zuerst einmal selber aus erster Hand erleben muss, damit man sich ein Bild davon machen kann. Auf der anderen Seite ist es aber insofern auch interessant, weil das natürlich bedeutet, dass viele Leute bei ihren Kaufentscheidungen eigentlich gar nicht darauf achten, was eigentlich dann am Ende vom Tag wichtig ist, ob sie mit dem Produkt zufrieden sind oder nicht, sondern dass sie sich da quasi von Feature-Listen ein Stück weit in die Irre führen lassen und dass diese Feature-Listen dann im Nachhinein oft gar nicht so viel darüber aussagen, ob dann die Kundinnen und Kunden, die Benutzerinnen und Benutzer auch tatsächlich mit einem System oder mit einem Produkt zufrieden sind oder nicht. Gut. Kommen wir als nächstes zur Definition von Usability. Wie lässt sich dieser Begriff der Usability eigentlich definieren? Und man findet in der Fachliteratur unterschiedliche Definitionen von Usability. Ich habe hier für diese Vorbesprechung und für diese Folie jene Definition rausgepickt, die meines Wissens und meiner Einschätzung nach wahrscheinlich die bekannteste, die verbreitetste, die anerkannteste und die etablierteste Definition ist. Das ist eine Definition, die findet sich in der ISO-Norm 924111. Und diese Definition lautet, die Usability eines Produktes ist das Ausmaß, in dem es von einem bestimmten Benutzer oder einer bestimmten Benutzerin verwendet werden kann, um bestimmte Ziele in einem bestimmten Kontext effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Und aus dieser Definition kann man jetzt direkt herauslesen, 3 Teilkomponenten, 3 Teilaspekte von Usability, nämlich die Effektivität, die Effizienz und Zufriedenheit. Und auf diese 3 Teilaspekte möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Bei der Effektivität geht es im Wesentlichen ganz einfach um die Frage, ob Benutzerinnen und Benutzer in der Lage sind, Aufgaben mit einem System erfolgreich zu erledigen und ob sie dazu in der Lage sind, ihre Ziele erfolgreich und so, wie sie sich das vorstellen, zu erreichen.
Das heißt, da geht es um die Genauigkeit und Vollständigkeit, mit der ein bestimmtes Ziel erreicht bzw. eine bestimmte Aufgabe erfüllt werden kann. Und ja, also da geht es darum, bin ich erfolgreich, wie sagt man, das ist quasi ergebnisorientiert. Bekomme ich als Ergebnis meiner Verwendung eines technischen Systems das Ergebnis raus, das ich mir als Ziel gesteckt habe und das ich mir erwarte. Und diese Effektivität, die lässt sich jetzt auf unterschiedliche Art und Weise messen und beurteilen und bewerten. Ein sehr verbreiteter Ansatz und auch eigentlich ein recht einfacher Ansatz, um die Effektivität von einem System zu bewerten, ist es, dass man sich ganz einfach anschaut, sind die Menschen in der Lage, bestimmte Aufgaben damit erfolgreich zu erledigen. Das heißt, ich muss mir in einem ersten Schritt zuallererst einmal überlegen, welche Aufgaben interessieren mich überhaupt. Und dann beobachte ich die Menschen bei der Erledigung dieser Aufgaben. Und wenn sie erfolgreich sind, dann ist das System hinsichtlich der Erledigung dieser Aufgabe effektiv. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, wenn sie scheitern, dann ist es nicht effektiv. Und dieser Maßstab für die Effektivität, der lässt sich dann ausdrücken als eine Taskerfüllung. Ja, die Leute konnten den Task erfolgreich erledigen. Nein, die Leute konnten den Task nicht erfolgreich erledigen. Und in der Regel ist es natürlich so, wenn man jetzt versucht, die Effektivität von einem System zu beurteilen, dann schaut man sich nicht nur eine Person an, wie die mit dem System arbeitet, sondern man schaut sich eine Vielzahl an Personen an. Und aus dieser Vielzahl an Beobachtungen der einzelnen Personen kann man dann eine Erfolgsrate herausrechnen. Das heißt, man kann dann am Schluss sagen, okay, 9 von 10 Testpersonen waren bei der Erledigung dieser Aufgabe erfolgreich. Das heißt, ich habe eine Erfolgsrate hinsichtlich Taskerfüllung von 90%. Manchmal ist es aber auch so, dass sich diese Frage nach dem Erfolg, dass sich diese Frage nach dem Erfolg einer Aufgabe nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten lässt. Und in dem Fall kann es auch sinnvoll oder notwendig sein, dass man die Qualität des Ergebnisses als Maßstab der Taskerfüllung oder als Maßstab für die Effektivität heranzieht. Und das ist meiner Erfahrung nach nicht wahnsinnig oft der Fall. Also in den meisten Fällen reicht es, dass man die erfolgreiche Erledigung einer Aufgabe einfach binär mit Ja oder Nein beantwortet, dass man sagt, Ja ist erfolgreich nicht oder Nein ist nicht erfolgreich. Aber manchmal gibt es eben bestimmte Aufgaben, wo das Ergebnis auch hinsichtlich seiner Qualität variieren kann. Und da kann es dann sinnvoll sein, dass man die Qualität von dem Ergebnis als Maßstab der Effektivität heranzieht. Ist in der Praxis oft aber gar nicht so einfach oder ein Stück weit auch problematisch, weil man sich natürlich auch überlegen muss, schaffe ich es überhaupt, objektive Bewertungskriterien festzulegen, um jetzt die Qualität von diesem Ergebnis objektiv, sachlich, nüchtern beurteilen zu können. Der zweite Aspekt, der jetzt in dieser Definition drinnen steckt, ist der Aspekt der Effizienz. Und bei der Effizienz geht es im Wesentlichen ganz einfach um die Frage, welchen Aufwand muss ich als Benutzerin oder Benutzer in die Erledigung einer Aufgabe reinstecken und rein investieren, damit ich diese Aufgabe erfolgreich erledigen kann. Es geht also um das im Verhältnis zur Genauigkeit und Vollständigkeit eingesetzte, um den im Verhältnis zur Genauigkeit und Vollständigkeit eingesetzten Aufwand, mit dem ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Also bei der Effektivität steht das Ergebnis an sich im Vordergrund und bei der Effizienz geht es darum, wie aufwendig ist es, dieses Ergebnis zu erreichen. Ich betone das auch deshalb so, weil meiner Erfahrung nach ist es so, dass viele Leute diese zwei Begriffe der Effektivität und der Effizienz durcheinander bringen und deshalb möchte ich es an der Stelle auch so betonen, dass sie das für sich mitnehmen können, worin eigentlich der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz besteht. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Frage nach der Effizienz ein Stück weit bedingt, dass ein System überhaupt einmal effektiv bedient werden kann. Weil wenn ich bei der Erledigung meiner Aufgaben sowieso scheitere und überhaupt nicht ans Ziel komme, dann ist es natürlich ein Stück weit zweitrangig, ob ich jetzt mit einem großen oder mit einem geringen Aufwand scheitere. Ich meine, es ist natürlich nicht völlig egal. Wenn ich scheitere, dann ist es immer noch besser, wenn ich schnell scheitere und wenn ich möglichst wenig Energie rein investiere und wenn ich schnell draufkomme, dass ich da jetzt gescheitert bin. Aber ein Stück weit bedingt natürlich diese Frage nach der Effizienz schon, dass man überhaupt erfolgreich ist, weil wie gesagt, zuallererst einmal ist es wichtig, dass man überhaupt ans Ziel kommt, bevor dann die Frage kommt, wie aufwendig war das Ganze jetzt. Und zur Beurteilung und Messung von dieser Effizienz gibt es jetzt
viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ein Ansatz, wie man das machen kann, ein sehr verbreiteter Ansatz, ein auch sehr guter, vielseitiger Ansatz, ein sehr häufig verwendeter Ansatz ist ganz einfach, dass man die Zeit misst. Also dass man quasi den Leuten dabei zuschaut, wie sie eine Aufgabe erledigen und dann Zeit misst, wie lange sie brauchen, um die Aufgabe zu erledigen. Und je schneller sie die Aufgabe erledigen können, desto effizienter ist natürlich das System. Eine andere Möglichkeit, um die Effizienz zu beurteilen, wäre zum Beispiel, dass man sich anschaut, die Fehlerrate. Wie viele Fehler machen die Leute bei der Erledigung einer Aufgabe und dass man aus dem Fehlerzählen dann herausrechnen kann, wie hoch ist die Fehlerrate bei der Erledigung dieser Aufgabe. Dass man eben zum Beispiel sagen kann, am Ende 90% der Testpersonen waren in der Lage, diese Aufgabe fehlerfrei zu erledigen. 10% der Testpersonen haben Fehler gemacht und bei den 10% der Testpersonen, die Fehler gemacht haben, haben diese 10% im Schnitt 2,5 Fehler gemacht, dass man quasi eine Fehlerrate rausrechnet. Kann auch nützlich und interessant sein. In der Praxis ist es aber oft gar nicht so leicht, dass man diese Fehlerraten rausrechnet. Und das liegt vor allem auch daran, weil es gar nicht so leicht ist, jetzt eine gute, klare Definition dafür zu finden, was eigentlich ein Fehler ist, beziehungsweise was die Fehler sind, die einen wirklich interessieren. Weil es gibt natürlich viele unterschiedliche Arten von Fehlern, die auftreten können. Und da muss man sich dann überlegen, ist es für mich notwendig, zwischen diesen verschiedenen Fehlerarten zu unterscheiden? Welche Fehlerarten sind für mich interessant? Muss ich zum Beispiel unterscheiden zwischen einem Navigationsfehler und einem Eingabefehler? Muss ich mir überlegen, interessieren mich Eingabefehler überhaupt? Also wenn eine Testperson zum Beispiel in einem Texteingabefeld was Falsches reinschreibt, weil sie einen Tippfehler macht, dann ist das nüchtern betrachtet natürlich auch eine Art von Fehler. Ich muss mir aber überlegen, ist das ein Fehler, der auch wirklich für mich interessant ist oder interessieren mich solche Tippfehler überhaupt nicht? Das heißt, diese Fehlerrate insofern immer ein bisschen schwierig, weil es eine Herausforderung ist, überhaupt eine klare Definition davon zu finden, was ein Fehler ist und was die Fehler sind, die einen gerade unmittelbar interessieren. Das sind auch Entscheidungen, die dann im Einzelfall davon abhängen werden, welche konkreten Fragestellungen und welche konkreten Zielsetzungen man sich für seine Untersuchung als Ziel gesetzt hat. Eine andere Möglichkeit, um die Effizienz zu beurteilen, ist, dass man sich anschaut, wie viele Operationen sind notwendig, um eine Aufgabe zu erledigen. Dass man eben zum Beispiel schaut, wie viele Übergänge von einer Bildschirmmaske zur nächsten sind notwendig, um an ein Ziel hin zu navigieren. Oder dass man sagt, wie viele Mausklicks, wie viele Tastaturanschläge, wie viel Mausbewegung über den Bildschirm ist notwendig, um diese Aufgabe zu erledigen. Das kann auch ganz interessant sein, ist aber auch insofern wieder herausfordernd wie bei der Fehlerrate, dass man sich überlegen muss, was sind jetzt die Operationen, die ich messen will, die ich beobachten und die ich erfassen will und die für mich überhaupt interessant sind. Eine andere ganz interessante Möglichkeit, um die Effizienz zu beurteilen, ist, dass man sich anschaut, die Abweichung von einem kritischen Pfad. Und mit einem kritischen Pfad ist im Wesentlichen jener Pfad gemeint, der einem möglichst direkt oder möglichst optimal von einem Ausgangszustand zu einem angestrebten Zielzustand bringt. Also quasi jener Pfad, von dem man sich vorstellt, dass ihn die Benutzerinnen und Benutzer einschlagen sollen, um von einem Ausgangszustand zu ihrem Ziel zu gelangen. Und in vielen Fällen ist es natürlich so, dass es bei Software-Systemen oder bei technischen Systemen unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um dieselbe Aufgabe zu erledigen. Und bei dieser Auswertung oder bei dieser Analyse hin auf eine Abweichung vom kritischen Pfad geht es eben darum, dass man sich anschaut, wo weichen die Benutzerinnen und Benutzer von diesem kürzesten, von diesem direktesten, von diesem optimalen Pfad ab. Und quasi dort, wo die Leute von diesem kritischen Pfad abweichen, hat man es mit etwas zu tun, womit man in der Regel als Designer oder Designerin von einem System nicht gerechnet hat oder wo man sich nicht wünscht, dass die Leute diesen Pfad einschlagen. Und daraus kann man dann eben zum Beispiel gute Rückschlüsse ziehen darauf, dass die Leute sich anders verhalten, als man es vorhergesehen hätte. Und man kann auch Rückschlüsse darauf ziehen, wo die Leute falsch abbiegen und sich überlegen, wie kann ich mein User Interface Design oder wie kann ich mein Design so anpassen, dass die Leute einen schnelleren, einen optimaleren Pfad zur Erreichung ihres Ziels einschlagen. Ich habe auch versucht, dass ich das da in dieser Grafik hier rechts ein bisschen darstelle. Also
Wenn man sich diesen Graphen anschaut, dann wäre eben dieser grüne Pfeil hier, das wäre quasi der kritische Pfad, der direkteste Pfad ans Ziel. Und wenn jetzt ein Benutzer nicht oder eine Benutzerin nicht diesen direktesten Pfad einschlägt, sondern über diese Abweichungen, diese Nebenknoten, quasi einen Umweg ans Ziel findet, dann ist das eben etwas, wo ich als Usability-Analyst herauslesen kann, da gibt es auch Optimierungspotenzial. Und diese Abweichung von einem kritischen Pfad, das ist natürlich auch etwas, was insbesondere dort interessant wird, wo man es zum Beispiel mit Navigationstasks zu tun hat, wo es darum geht, dass man sich die Informationsarchitektur von einem System oder von einer Website anschaut und wo man versucht, diese Navigationspfade und Informationsarchitektur von Systemen zu optimieren und zu verbessern. So. Genau. Oder als letztes Beispiel vielleicht auch noch ein weiteres interessantes Kriterium zur Beurteilung der Effizienz eines Systems kann auch sein, dass man sich die mentale oder physische Belastung anschaut, die mit der Benutzung eines Systems einhergeht. Also wie stark werden die Benutzerinnen und Benutzer mental oder auch physisch beansprucht. Das kann etwas sein, oder das ist etwas, was oft relativ schwer zu erheben ist, weil die anderen Dinge, über die ich jetzt bisher gesprochen habe, das sind alles Dinge, die man recht gut von außen beobachten kann und messen kann, indem man quasi den Leuten einfach bei der Arbeit zuschaut. Und diese mentale oder physische Belastung ist etwas, was relativ schwer von außen jetzt abgelesen werden kann. Aber es gibt auch dafür Ansätze. Es gibt zum Beispiel standardisierte Fragebogen, die daraufhin entwickelt wurden, um eben eine Belastung der Menschen bei der Erledigung von Arbeitsaufgaben zu erheben. Da gibt es zum Beispiel von der NASA, also von der US-Raumfahrtbehörde, einen Fragebogen, der wurde in den 1960er oder 1970er Jahren entwickelt, der heißt TLX, Task Load Index, und der wird in der Praxis sehr häufig verwendet, um quasi mit diesem Fragebogenansatz eine mentale Belastung der Benutzerinnen und Benutzer abzufragen. Es gibt aber auch andere Messverfahren, die man da verwenden kann. Zum Beispiel gibt es sehr häufig, dass man zurückgreift auf eine Art Stimulus-Response-Testprotokoll. Das läuft dann ungefähr so ab, dass quasi ein Signalgeber im Blickfeld oder im Sichtfeld der Testperson platziert wird. Ein Lamperl, das aufleuchtet zum Beispiel als Signalgeber. Und die Testpersonen bekommen dann die Aufgabe, dass sie, wenn dieses Lamperl aufleuchtet, möglichst schnell und möglichst zeitnah auf einen Knopf drücken müssen. Und währenddessen sollen sie auch noch andere Aufgaben nebenbei erledigen, also die Aufgaben, um die es eigentlich geht. Und aus diesem Stimulus-Response-Protokoll kann man dann eben eine Reaktionszeit auf diesen Stimulus herausmessen. Und je länger jetzt diese Reaktionszeit ist, desto größer ist quasi die Ablenkung von den Aufgaben, die man dann nebenbei erledigt. Das sind Testprotokolle, die kommen vor allem dort zum Einsatz, wo es darum geht, dass es eben nicht passieren darf, dass die Leute abgelenkt werden. Also zum Beispiel im Automotive-Sektor kommt das häufig zur Anwendung, um herauszufinden, wie irgendwelche Mediasysteme und Entertainment-Systeme und Bordcomputer, die im Auto verbaut sind, wie sehr diese Systeme die Aufmerksamkeit von einem Autofahrer oder einer Autofahrerin ablenken. Also vor allem dort kommt sowas gern zur Anwendung, wo es eben wirklich darum geht, dass man eben die Aufmerksamkeit der Leute nicht überbeansprucht, weil sie eigentlich ihre Aufmerksamkeit auf was anderes lenken sollten. Gut, der dritte Aspekt, der jetzt in dieser Definition drinnen steckt, ist jetzt der Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit ist eigentlich auch wieder ganz ein interessanter Aspekt. Da geht es eben um eine grundsätzlich positive Grundeinstellung der Benutzerinnen und Benutzer gegenüber der Nutzung des Produkts. Also ich glaube, das ist Zufriedenheit, können Sie sich wahrscheinlich alle auf den ersten Blick was darunter vorstellen, was damit gemeint ist. Bin ich einfach zufrieden mit dem System oder muss ich mich darüber ärgern? Ist es frustrierend? Dann bin ich nicht zufrieden damit. Und diese Zufriedenheit, die ist insofern auch ganz interessant, weil es auch wieder ein Konstrukt ist, das von außen relativ schwer zugänglich ist. Also Zufriedenheit ist natürlich ein Konstrukt, ein psychologisches Konstrukt, das sehr subjektiv ist, das sehr individuell ist, und es ist auch ein Konstrukt, das sich auch wieder, so wie die mentale Auslastung, nur sehr schlecht von außen beobachten lässt. Also Sie können sich natürlich hinstellen und den Menschen zuschauen und versuchen, aus ihren Beobachtungen Rückschlüsse zu ziehen, ob die Leute jetzt zufrieden sind oder nicht.
Wenn Sie lächeln und gut gelaunt wirken, dann sind Sie vielleicht zufrieden, und wenn Sie herumschimpfen und den Computer malträtieren, dann ist das wahrscheinlich ein sehr eindeutiges Zeichen, dass Sie gerade nicht zufrieden, sondern frustriert und wütend und verärgert sind. Grundsätzlich ist diese Zufriedenheit etwas, was man eben nur sehr schlecht von außen beobachten kann. Auch wieder ein Unterschied zu vielen von den anderen Metriken, die ich Ihnen jetzt vorhin gezeigt habe. Das ist aber grundsätzlich jetzt nicht ein wahnsinnig großes Problem, weil wenn man es nicht beobachten kann, dann kann man es zum Glück immer noch ganz einfach erfragen. Das heißt, diese Anhaltspunkte zur Zufriedenheit der Benutzerinnen und Benutzer, das ist etwas, was man typischerweise ganz einfach so herausbekommt, indem man auf die Leute zugeht und sie befragt und mit ihnen redet. Das kann persönlich passieren mit einem qualitativen Ansatz, dass man zum Beispiel Interviews mit den Leuten führt, dass man persönliche Gespräche führt, dass man Fokusgruppen macht und die Benutzerinnen und Benutzer nach ihren Meinungen, Erfahrungen fragt, sie danach fragt, ob es irgendwelche Beschwerden gibt, ob sie Verbesserungsvorschläge haben, ob sie vielleicht irgendwelche interessanten Anekdoten zur Verwendung eines Produkts teilen können. Oder aber auch, dass man versucht, auf standardisierte Erhebungsmethoden zurückzugreifen. Das ist quasi der quantitative Ansatz in die Breite, indem man eben zum Beispiel standardisierte Fragebögen einsetzt, wo dann den Benutzerinnen und Benutzern die Möglichkeit gegeben wird, dass sie auf einer Skala von 1 bis 5 ankreuzeln können. Ich bin sehr zufrieden, mittelmäßig zufrieden, überhaupt nicht zufrieden und so weiter. Also quasi einfach das Befragen der Menschen nach ihrer Meinung. Und wenn man sich viele Usability Research Methoden oder Usability Evaluierungsmethoden, wie zum Beispiel Usability Tests und so weiter anschaut, dann werden Sie feststellen, dass es eigentlich bei den meisten Usability-Tests und Usability-Evaluierungen irgendwo so eine Komponente gibt, wo man mit den Leuten in einen Dialog treten muss, wo man sie nach ihrer Meinung fragt und wo man quasi ihre subjektive Meinung und ihre subjektive Zufriedenheit herauskitzelt, indem man mit den Leuten redet. Gut. Wie misst man jetzt Usability in der Praxis konkret, beziehungsweise was hat man davon, wenn man Usability misst? Ein Stück weit habe ich das jetzt schon vorweggenommen, wo ich über die einzelnen Messmöglichkeiten oder Maßstäbe für verschiedene Teilaspekte der Usability gesprochen habe. Im Wesentlichen kann man sagen, Usability misst man, indem man Menschen bei der Erledigung von Aufgaben beobachtet und sie dazu befragt. Also das sind die zwei Zugänge, mit denen man Daten gewinnt, wenn man Usability Engineering betreibt. Die Beobachtung und die Befragung. Und dieses Beobachten und Befragen, das darf man durchaus in einem weiteren Sinn hier verstehen. Das heißt, es muss nicht unbedingt persönlich stattfinden, wenn Sie zum Beispiel einen Fragebogen vorbereiten und den per E-Mail aussenden, dann ist das natürlich auch eine Form der Befragung, obwohl Sie jetzt nie persönlich mit einem anderen Menschen unmittelbar in einer Gesprächssituation sprechen. Oder wenn Sie sich zum Beispiel Logdateien anschauen, wenn Sie sich zum Beispiel auf Google Analytics das Verhalten der Menschen anschauen, wenn sie eine Website besuchen und damit interagieren, dann ist das auch eine Form der Beobachtung, obwohl da jetzt auch wieder nicht eine unmittelbare persönliche Beobachtung stattfindet. Also durchaus ein bisschen weiter zu verstehen, diese Ansätze der Beobachtung und Befragung. Und diese zwei Zugänge, diese empirischen Zugänge, um Daten zu gewinnen, die kann man jetzt eben so einsetzen, dass man einerseits versucht, quantitative Metriken zu erfassen oder andererseits qualitative Daten zu erheben. Quantitative Metriken kennen Sie vielleicht was sich hinter dem Begriff verbirgt. Quantitative Metriken sind im Wesentlichen alle Arten von Daten, die man als Zahl ausdrücken kann. Also quasi alles, was man berechnen kann, alles, was man irgendwie mathematisch oder statistisch auswerten kann. Also eine Zeit wäre eine quantitative Metrik, eine Fehlerrate wäre eine quantitative Metrik, eine Erfolgsrate wäre eine quantitative Metrik, ein Prozentsatz von Menschen, die etwas Bestimmtes gesagt haben, wäre auch eine quantitative Metrik. Alles, was Sie als Zahl ausdrücken können, ist eine quantitative Metrik. Und können Sie dann auch mathematisch oder statistisch auswerten, indem Sie zum Beispiel Mittelwerte berechnen, Mediane berechnen, Standardabweichungen berechnen, indem Sie statistische Signifikanztests darüber rechnen können, ob es statistisch signifikante Unterschiede bei Beobachtungen gibt und so weiter und so fort.
Und diese quantitativen Metriken, die sind sehr nützlich, um ein Gesamtbild über die Usability eines Systems zu zeichnen, beziehungsweise um sich einen Gesamteindruck von der Usability zu verschaffen und zu vermitteln. Die sind auch wahnsinnig ausdrucksstark. Also solche quantitativen Metriken, die kann man auch sehr gut zur Kommunikation gegenüber Kolleginnen und Kollegen, Auftraggeberinnen und Auftraggebern, Vorgesetzten und so weiter zum Einsatz bringen. Und diese quantitativen Metriken, die sind auch sehr nützlich dafür, um einen Vergleich anzustellen. Zum Beispiel einen Vergleich mit früheren Ergebnissen. Also wenn Sie zum Beispiel iterativ an der Verbesserung von einem Produkt arbeiten, dann können Sie diese quantitativen Metriken verwenden, um zu schauen, ob Ihre Änderungen einen positiven oder einen negativen Effekt gehabt haben. Oder auch, um zum Beispiel zwischen Designalternativen zu unterscheiden. Also wenn es zwei unterschiedliche Designlösungen für ein bestimmtes Problem gibt, dann können Sie quasi beide Varianten testen, quantitative Metriken dazu erheben, Erfolgsrate, was auch immer, und am Ende dann entscheiden, okay, ich verwende das Design mit der höheren Erfolgsrate. Das ist auch etwas, was sehr gängig ist heutzutage, was eigentlich alle großen Unternehmen sehr intensiv verwenden, zum Beispiel in Form von A/B-Testing, wo eben dann zum Beispiel ein Google oder ein Amazon oder ein Facebook unterschiedliche Designvarianten an die Benutzerinnen und Benutzer ausrollt und quasi sich anschaut, welche von diesen Designvarianten ist erfolgreicher, welche hat die höhere Conversion Rate, welche performt besser, wo steigt unser Umsatz und so weiter. Oder man kann diese quantitativen Metriken auch verwenden, um zum Beispiel einen Vergleich des eigenen Produkts mit Konkurrenzprodukten anzustellen, dass man sich anschaut, ist unser Produkt besser oder schlechter als das, was die Konkurrenz macht, was es sonst noch am Markt gibt. Oder indem man zum Beispiel auch Vergleiche herstellt mit Benchmark-Werten, die man vielleicht aus der Literatur oder aus Standards und Normen heraus ableiten kann, um zu schauen, erfüllt unser Produkt diese Qualitätskriterien, diese Qualitätsansprüche, die da in diesen Benchmark-Werten zum Ausdruck gebracht werden. Quantitative Metriken bringen aber auch durchaus ihre Herausforderungen und Nachteile mit sich. Eine Schwierigkeit bei dem Ganzen ist, dass man sich überlegen muss, wie kann man die Messungen jetzt tatsächlich in der Praxis operationalisieren. Ich habe da eine ganze Reihe aufgeschrieben und das ist auch wirklich gar nicht so leicht. Selbst bei scheinbar einfachen Messungen gibt es trotzdem immer eine ganze Reihe von Dingen, die man sich überlegen muss in der Praxis, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, wenn es dann wirklich darum geht, diese Daten jetzt tatsächlich zu sammeln und zu erfassen. Also nehmen wir zum Beispiel so etwas relativ Einfaches wie eine Zeitmessung. Eine Zeitmessung ist auf den ersten Blick wahrscheinlich etwas, wo sich denken, kann man nicht viel falsch machen, gibt nicht viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber sogar bei einer Zeitmessung gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man sich im Vorhinein überlegen muss. Man muss sich zum Beispiel überlegen, in welcher Genauigkeit und in welcher Granularität muss ich diese Zeitmessungen machen. Genügt es, wenn ich das minutengenau mache, oder muss ich das Ganze sekundengenau erfassen? Oder sind vielleicht sogar sekundengenaue Messungen noch immer zu ungenau und ich muss Hundertstelsekunden oder Millisekunden erfassen? Und damit einhergehend dann auch die Frage, wenn man sich überlegt hat, wie genau müssen meine Messungen sein, muss man sich überlegen, wie kann ich diese Genauigkeit überhaupt erreichen? Eine minutengenaue oder eine sekundengenaue Zeitmessung, das ist zum Beispiel was, das wird man relativ leicht noch manuell hinbekommen. Da kann man sich mit der Stoppuhr daneben setzen und wahrscheinlich eine ausreichend genaue Zeitmessung manuell anstellen, ohne dass man jetzt irgendwas Spezielles vorbereiten muss. Auf der anderen Seite so etwas wie eine Millisekunden genaue Zeitmessung, das werden Sie manuell nicht mehr hinbekommen, weil ganz einfach die Reaktionszeit von einem menschlichen Zeitmesser schon so groß ist, dass ihre Messdaten komplett verzerrt und komplett unbrauchbar werden. Und dann müssen Sie sich überlegen, wenn ich das nicht manuell messen kann, welche Möglichkeiten der automatischen Messung habe ich. Also das ist eine Herausforderung bei diesen quantitativen Metriken, dass man sich im Vorhinein überlegen muss, wie kann ich diese Messungen jetzt operationalisieren? Wie komme ich tatsächlich in der Praxis an diese Daten, die ich rausbekommen will? Die zweite Herausforderung ist, dass natürlich quantitative Daten für sich genommen eigentlich sehr, sehr wenig Aussagekraft haben. Das heißt, quantitative Daten müssen trotzdem interpretiert und beurteilt werden, damit man irgendwelche sinnvollen Erkenntnisse daraus ziehen und gewinnen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt einen Usability-Test durchgeführt und ich bin da drauf gekommen, dass die Erfolgsrate zur Erledigung von diesem Task bei 90% liegt. Gut, dann wissen wir, die Erfolgsrate liegt bei 90%. Die Frage ist aber, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das ist nach wie vor offen zur Interpretation. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wird sehr häufig auch davon abhängen, welche
Qualitätsansprüche sie vielleicht selbst an ein System stellen, andererseits aber auch von davon, in welchem Kontext oder in welchem Umfeld ein System zum Einsatz kommen soll. Also angenommen, Sie sollen ein User Interface für einen Fahrkartenautomaten von den Wiener Linien entwerfen und Sie kommen da dann im Rahmen von Ihrem Usability-Test drauf, dass die Erfolgsrate für den Ticketkauf bei 90% liegt, dann haben Sie wahrscheinlich ein relativ großes Problem, weil was ist mit den restlichen 10% der Leute, die es nicht schaffen, dass sie erfolgreich eine Fahrkarte kaufen? Die müssen dann quasi schwarz fahren, weil sie eben die Aufgabe nicht erledigen konnten. Also das hängt dann oft auch von einer subjektiven Beurteilung, Interpretation und Einschätzung der Ergebnisse ab, was man tatsächlich mit diesen quantitativen Daten anstellt, und die sind nach wie vor offen natürlich auch für eine subjektive Interpretation, und die erfordern sehr häufig auch eine subjektive Interpretation. Zu guter Letzt ein weiterer Nachteil oder ein weiteres Problem von quantitativen Daten ist, und das ist, glaube ich, das zentrale Problem von quantitativen Daten, ist, dass sie Ihnen keine Erklärungen liefern. Also quantitative Daten verraten Ihnen nicht, wieso Probleme auftreten. Sie verraten Ihnen nicht, was die Ursachen von diesen Problemen sind, und sie verraten Ihnen auch nicht, was Sie tun können, um ein Produkt zu verbessern und um bestehende Probleme auszubessern und zu beheben. Und deshalb ist es auch so, dass es beim angewandten Usability Engineering in der Regel nicht vorrangig um die Erhebung von diesen abstrakten Größen, von diesen Zahlenwerten, von diesen quantitativen Daten geht, sondern dass es beim angewandten Usability Engineering, so wie es in einem Softwareentwicklungsprozess stattfindet, in der Regel vor allem darum geht, dass man versucht, Probleme zu finden und diese Probleme auch zu beheben. Und um diese Probleme zu finden und Lösungsansätze, Lösungsvorschläge für diese Probleme entwickeln zu können, ist es notwendig, dass man sich auf qualitative Daten, qualitative Analyse verlässt und darauf zurückgreift. Und qualitative Daten kennen Sie vielleicht auch, aber zur Sicherheit, zur Wiederholung nochmal: Qualitative Daten sind im Wesentlichen alle Arten von Daten, die Sie nicht als eine Zahl ausdrücken können. Also das kann eigentlich alles sein. Das können Geschichten sein, das können Notizen sein, die Sie sich während eines Usability-Tests zum Verhalten der Leute gemacht haben. Das können Audioaufnahmen sein, das können Videoaufzeichnungen sein, das können physische Artefakte sein, das kann alles sein. Also qualitative Daten ist quasi alles, was Sie nicht als Zahlen ausdrücken können. Und diese qualitativen Daten, die haben eben eine sehr uneinheitliche Form, und das bedeutet auch, dass Sie diese qualitativen Daten es in der Analyse und Auswertung in der Regel erforderlich machen, dass man sich sehr eingehend und sehr intensiv mit diesen Daten auseinandersetzt auf einer inhaltlichen Ebene. Und das ist sehr aufwendig. Das ist auch etwas, was sich nicht automatisieren lässt. Also das ist wirklich manuell, zeitaufwendig, personalaufwendig. Da fließt Arbeitszeit von Menschen rein, dass man das macht. Es ist aber notwendig und unerlässlich, weil nur diese qualitativen Daten Ihnen Erklärungen liefern können. Nur diese qualitativen Daten verraten Ihnen, wieso Probleme auftreten, die verraten Ihnen, welche Ursachen diese Probleme haben. Und diese qualitativen Daten, die verraten Ihnen dann schlussendlich auch, oder die geben Ihnen schlussendlich auch einen Hinweis darauf, was Sie anders machen müssen oder was Sie verbessern müssen, um die Probleme beheben zu können. Und was mir in dem Zusammenhang auch ganz, ganz, ganz wichtig ist zu betonen, und werde ich wahrscheinlich im Laufe der Lehrveranstaltung nicht nur heute, sondern noch ein paar Mal sagen, aber das ist einfach nur, weil es mir wirklich so wahnsinnig wichtig erscheint. Wenn man Usability Engineering betreibt, dann muss man das unter der Prämisse und mit der Grundeinstellung machen, dass man versucht, Probleme zu finden und diese auch zu beheben. Und das ist etwas, wo, glaube ich, manche Menschen ihre Augen davor verschließen, weil es eben oft nicht unbedingt wahnsinnig angenehm ist, Probleme zu suchen, insbesondere Probleme mit einer Software oder mit einem System, an dem man vielleicht selber arbeitet. Also gerade wenn es darum geht, dass Sie die Usability von einer Software oder von einem Tool evaluieren möchten, das Sie selber entwickelt haben, das Sie selber gebaut haben, da ist es natürlich so, dass Sie als Entwicklerin oder als Entwickler persönlich, emotional in dieses System rein investiert sind. Das ist natürlich etwas, da wollen Sie sehen, dass das gut ist, was Sie gemacht haben. Da ist auch etwas, wo Sie davon überzeugt sein werden, dass das gut ist, was Sie gemacht haben, weil wenn Sie nicht davon überzeugt werden, dass das, was Sie gemacht haben, gut und richtig ist, dann hätten Sie es wahrscheinlich gleich anders gemacht. Das heißt, insbesondere wenn man da diese persönliche Nähe zu einem Untersuchungsgegenstand hat, dann kann es schwierig sein, dass man mit der nötigen Offenheit an die Sache der Evaluierung herangeht, um eben Probleme zu finden und diese beheben zu können. Und das ist aber unerlässlich, dass man diese Offenheit mitbringt, dass man auch diese Bescheidenheit mitbringt, dass man sich ganz einfach immer im Bewusstsein hält, dass es bei Usability-Testing und Usability-Evaluierung nicht darum geht, Selbstbestätigung zu finden.
Das heißt, es geht nicht darum, dass Sie am Ende vom Tag sich selber auf die Schulter klopfen können und sich sagen können, jawohl, ich habe alles richtig gemacht, unser System ist perfekt. Nein, bei Usability Engineering geht es darum, dass Sie Probleme finden, dass Sie auf Dinge draufkommen, die Sie falsch gemacht haben, dass Sie die Fehler finden, die Sie gemacht haben. Und es ist auch wichtig, dass man im Kopf behält, dass das nicht bedeutet, dass man jetzt ein schlechter Designer oder eine schlechte Designerin ist, nur weil man Probleme findet. Weil Probleme gibt es immer. In jedem halbwegs komplexen Software-System wird es irgendwelche Usability-Probleme geben, die in der Entwicklung übersehen wurden. Und das Ziel von Usability Engineering ist es jetzt eben, diese Fehler zu finden, damit man sie beheben kann und um das Produkt verbessern zu können. Und damit verbunden auch der Hinweis, am besten beginnt man möglichst früh damit. Also Usability Testing und Usability Evaluierung oder generell Usability Engineering ist nicht etwas, was man ans Ende von einem Projekt schieben kann. Das ist nicht etwas, wo man sagt, so, jetzt sind wir fertig mit der Entwicklung und jetzt fangen wir an, dass wir Usability-Tests machen. Nein, Usability Engineering ist etwas, was idealerweise zu Beginn eines Softwareentwicklungsprojekts losgehen und starten sollte und das den gesamten Entwicklungsprozess und den gesamten Entwicklungszyklus von einer Software während der Entwicklung begleiten sollte. Ich möchte heute aber noch mal kurz zu dieser Definition zurückkehren oder noch ein bisschen bei dieser Definition bleiben. Und wenn Sie sich diese Definition nämlich anschauen, da stecken da nicht nur diese drei zentralen Begriffe der Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit drinnen, sondern da stecken auch noch drei andere wichtige Schlüsselwörter drinnen, nämlich dass die Usability eines Produktes immer nur in Relation zu bestimmten Benutzerinnen und Benutzern, in Relation zu bestimmten Zielen und in Relation zu einem bestimmten Kontext, zu einem bestimmten Anwendungskontext betrachtet und beurteilt werden kann. Diesen drei Schlüsselwörtern möchte ich mich jetzt heute zu Beginn der Vorlesung ein bisschen widmen. Zuallererst einmal bestimmte Ziele. Was hat es damit auf sich? Was ist damit gemeint? Nun, ganz grundsätzlich kann man sagen, dass technische Systeme, technische Lösungen immer einen bestimmten Zweck erfüllen sollen und oft einen sehr spezifischen Zweck. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Technologien, sehr wenige technische Lösungen und technische Systeme, die man als Universalwerkzeug bezeichnen kann, wo man quasi alles damit machen kann. Das ist bei den meisten Technologien ganz einfach nicht der Fall. Die meisten Technologien sind sehr spezifisch, die sind sehr zielgerichtet darauf, einen ganz bestimmten Zweck zu erfüllen. Und das ist auch etwas, was sehr schön einmal dargestellt wurde in einem Comic von Randall Munroe. Das ist der Macher von den XKCD-Comics, die kennen Sie vielleicht, das sind die recht erfolgreich und beliebt. Und er hat eben diese Tabelle, diese Matrix konstruiert, wo man auf der einen Achse, auf der X-Achse quasi diese unterschiedlichen Haushaltsgeräte sieht, die man bei sich zu Hause herumstehen hat, und auf der Y-Achse, auf der vertikalen Achse verschiedene Aufgaben, die man vielleicht zu Hause im Haushalt als Mensch erledigen möchte. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass eigentlich die meisten Aufgaben nur von bestimmten Geräten erfüllt werden können, beziehungsweise andersrum gesagt, dass die meisten Geräte einen sehr spezifischen Einsatzzweck haben, für den sie geeignet sind und dass sie für viele andere Aufgaben nicht geeignet sind. Das sieht man daran, dass da so viele Kastel rot ausgemalt sind in dieser Matrix. Und natürlich ist es so, dass Sie jetzt ein Gerät zweckentfremden können. Natürlich können Sie Ihr schmutziges Geschirr auch in die Wäschewaschmaschine stecken und am Ende ist es wahrscheinlich auch sauber, aber Sie werden wahrscheinlich trotzdem nicht wahnsinnig zufrieden mit dem Ergebnis sein. Das heißt, die meisten Technologien und die meisten Geräte haben ganz einfach einen sehr spezifischen Einsatzzweck und für andere Zwecke sind sie weniger gut oder schlecht geeignet. Und das gilt natürlich nicht nur für Haushaltsgeräte, wie man es da in diesem Comic sieht, sondern das gilt natürlich auch für Softwaresysteme. Also wenn Sie wollen, können Sie wahrscheinlich zum Beispiel Ihren E-Mail-Client auch als Textverarbeitungsprogramm zweckentfremden. Und wahrscheinlich würden Sie damit sogar relativ weit kommen, weil in den meisten modernen E-Mail-Clients gibt es sehr viele Textverarbeitungsfunktionen. Das heißt, da würden Sie wahrscheinlich wirklich relativ weit damit kommen. Aber auf der anderen Seite darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man dann irgendwann an die Grenzen von diesem System stößt, das eigentlich für etwas ganz anderes bestimmt ist. Und dass die Usability von einem E-Mail-Client als Textverarbeitungsprogramm wahrscheinlich irgendwo beschränkt
und enden wollen ist. Das heißt, die Zwecke, die eine Technologie oder die ein Produkt oder ein System erfüllen soll und die Ziele, die die Benutzerinnen und Benutzer verfolgen, die müssen ganz einfach zusammenpassen, damit ein Produkt, ein System seine Nützlichkeit entfalten kann und damit es vor allem auch eine gute Usability haben kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was relativ naheliegend und relativ offensichtlich ist, weil wenn man jetzt hergeht und sagt, ich möchte ein neues Softwareprogramm, ein neues Softwaresystem entwickeln, dann ist wahrscheinlich eine der ersten Fragen, die man sich da stellt, was soll das Ding überhaupt können? Welchen Zweck soll das überhaupt erfüllen? Also diese Zweckfrage oder auch, wenn man so will, diese Sinnfrage, das ist wahrscheinlich bei jedem Entwicklungsprojekt eine der ersten Fragen, mit der man sich zwangsläufig auseinandersetzen muss und auseinandersetzen wird. Aber es ist trotzdem, denke ich, wichtig zu betonen, dass Usability eben immer nur in Relation zu den konkreten Zielen und Absichten der Benutzerinnen und Benutzer definiert werden kann. Und wenn sich quasi die Ziele der Benutzerinnen und Benutzer wandeln oder wenn die von dem abweichen, was die Entwicklerinnen und Entwickler vielleicht vorhergesagt haben, in der Zweckmäßigkeit ihres Produkts, dann können dadurch Probleme entstehen. Der zweite Punkt, der dann drinnen steckt in dieser Definition, ist, dass die Usability immer nur für bestimmte Benutzerinnen und Benutzer definiert ist. Und das ist so ein Aspekt, der meiner persönlichen Erfahrung nach öfters übersehen oder zu wenig beachtet wird. Und ein Fall, wie das sehr oft geschieht, ist das, was Sie hier auf der Folie sehen. Also sehr häufig kommt es vor, wenn man mit Leuten redet, die jetzt ein neues System oder ein neues Produkt entwickeln wollen, wenn man die fragt, okay, wer sind jetzt eigentlich die Leute, die damit arbeiten sollen? Wer ist die Zielgruppe von diesem Produkt? Dann bekommt man da sehr häufig als Antwort, naja, jeder. Wir wollen ein System für alle schaffen. Wir wollen ein System mit einer möglichst breiten Zielgruppe schaffen. Wir wollen dann niemanden ausgrenzen. So quasi das, was Sie da in diesem Poster auf der Folie sehen. Our target audience is males and females aged 0 and up. Also quasi jeder Mensch, der überhaupt auf der Welt lebt. Und grundsätzlich ist das ja auch nachvollziehbar, dass man die Ambition hat oder den Wunsch hat, dass man Produkte und Systeme entwickelt, mit denen man möglichst viele Menschen erreicht und wo man möglichst vielen Menschen quasi was Nützliches an die Hand geben kann. Und das Problem ist, oder es gibt zwei Probleme dabei, wenn man das jetzt so handhabt, dass man sagt, ich will niemanden ausgrenzen, ich will, dass jeder quasi in meiner Zielgruppe drinnen steckt. Erstens ist es so, dass es ganz einfach meistens nicht stimmt. Ich glaube, es gibt sehr wenige Produkte, von denen man jetzt wirklich mit Fug und Recht behaupten kann, dass das ein System ist, wo die Zielgruppe alle Menschen auf der Welt sind. Also sowas wie die Google-Suchmaschine oder Wikipedia oder Android-Betriebssystem. Das wären vielleicht so Softwareprojekte, wo man wirklich sagen kann, die Zielgruppe ist jeder Mensch auf der ganzen Welt. Aber für viele, viele Systeme und für viele, viele Produkte ist das ganz einfach nicht zutreffend, dass wirklich jeder Mensch auf der Welt in der Zielgruppe drinnen steckt. Vor allem ist es auch so, wenn man sagt, man will alle Menschen erreichen, dann bedeutet das in vielen Fällen ganz einfach, dass man sich nicht ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen will. Also das ist dann kein Zeichen von einer Inklusivität, sondern das ist eher ein Zeichen dafür, dass es an Bereitschaft mangelt, sich ernsthaft konstruktiv mit dieser Frage überhaupt auseinanderzusetzen. Das andere Problem ist aber auch, gut, jetzt muss man natürlich sagen, grundsätzlich ist es so, es gibt natürlich Systeme, die eine sehr breite Zielgruppe haben und wo man versucht, sehr, 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 sehr viele Menschen zu erreichen. Und wenn man jetzt eine sehr große Zielgruppe hat, dann geht es natürlich nicht, dass man zu jedem einzelnen Menschen hingeht und sich mit dem auf einer individuellen Ebene auseinandersetzt und mit denen redet und versucht, alles über die herauszufinden. Geht einfach nicht, dass man das tut, wenn das sehr, sehr viele Menschen sind. Und eine Gefahr ist dann zu glauben, dass es ausreicht zu sagen, okay, wir haben eine sehr große, breit gestreute Zielgruppe, eine sehr diverse Zielgruppe mit großen individuellen Unterschieden und wir suchen uns da jetzt den Average User, also quasi den durchschnittlichen Benutzer oder die durchschnittliche Benutzerin heraus und den verwenden wir dann als Designziel für unsere Entwicklung und für unser Design. Also das ist der, auf den wir hinarbeiten. Und das Problem bei dem Ansatz, das hat Brian van der Merwe mal sehr schön in einem Weblog-Post beschrieben. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass dieser Average User, dieser Durchschnittsbenutzer oder diese Durchschnittsbenutzerin ganz einfach nur einen sehr, sehr kleinen Teil von dieser Zielgruppe abbildet und repräsentiert. Und je größer quasi die Unterschiede sind zwischen den anderen Benutzern und diesem Average User, je mehr man sich quasi an den Rand von dieser Zielgruppe bewegt, desto weniger repräsentativ sind diese Average Users.
Und deshalb ist seine Empfehlung eben, wenn man es jetzt mit einer sehr großen, breit gestreuten Zielgruppe zu tun hat, ist es besser, dass man sich nicht an der Mitte orientiert, dass man nicht schaut, wer ist mein Durchschnittsbenutzer oder meine Durchschnittsbenutzerin, sondern dass man sich stattdessen Benutzer sucht, die vielleicht oder Benutzerinnen sucht, die eher am Rand von dieser Zielgruppe liegen, die quasi die Extreme abbilden, die quasi aus dem Muster rausfallen. Und wenn man es dann schafft, dass man quasi eine gute Lösung gestaltet und designt, die auch für diese untypischen Benutzerinnen und Benutzer funktioniert, dann deckt man quasi automatisch auch diesen Bereich in der Mitte ab für den Average User, weil der eben meistens keine so speziellen Anforderungen oder so speziellen Charakteristika hat, wie die Leute, die jetzt eher am Rand von dieser Zielgruppendefinition zu finden sind. Gut, der dritte Aspekt, den man dann berücksichtigen muss, ist der Kontext, in dem ein Produkt, ein System, eine Software verwendet wird. Und dass eben auch die Usability von einem System von diesem Anwendungskontext, von diesem Umfeld der Benutzung sehr stark abhängig ist. Und als Beispiel sehen Sie hier auf der Folie zwei E-Mail-Clients, beide von Apple. Das eine ist der E-Mail-Client, so wie er auf iOS ausgeschaut hat, in früheren iOS-Versionen. Und rechts ein Beispiel dafür, wie der E-Mail-Client in macOS, also quasi am Desktop-Computer, ausgeschaut hat. Und wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, welches von diesen zwei User-Interfaces hat die bessere Usability, einerseits in der U-Bahn, andererseits am Arbeitsplatz vor dem Schreibtisch, dann würde ich persönlich diese Frage so beantworten und Sie würden mir vielleicht zustimmen. Wenn ich mit der U-Bahn fahre, dann hat definitiv dieses User-Interface auf der linken Seite die bessere Usability für mich, weil das kann ich im Stehen bedienen, das kann ich einhändig bedienen. Das kommt mir nicht in die Quere, und auf der anderen Seite, dieses User-Interface auf der rechten Seite hat eine schlechtere Usability in der U-Bahn, weil da muss ich mir einen Sitzplatz suchen, dann muss ich den Laptop aufklappen, dann muss ich schauen, dass mein Laptop eine Datenverbindung hat, dann ist das relativ sperrig, auch dieses Gerät, mit dem ich interagieren muss. Also eindeutig in diesem Kontext, ich will in der U-Bahn meine E-Mails checken, würde ich sagen, für mich persönlich zumindest, das linke System hat eine deutlich bessere Usability als das auf der rechten Seite. Und wenn ich dann aber mit der U-Bahn im Büro angekommen bin und mich zum Schreibtisch setze, von meinem Computer hin, dann kippt die Sache. Dann würde ich für mich persönlich diese Frage beantworten und sagen, wenn ich am Schreibtisch sitze und meinen Desktop-Computer vor mir habe, dann hat eindeutig dieses System auf der rechten Seite oder dieses User-Interface auf der rechten Seite für mich die bessere Usability, weil ich kann das mit einer physischen Tastatur bedienen, da schreibe ich viel schneller als auf so einer virtuellen On-Screen-Tastatur am Smartphone. Es hat auch eine viel höhere Informationsdichte oder einen viel höheren Informationsgehalt, weil es einfach mehr Platz auf einem größeren Bildschirm einnehmen kann. Also ich würde sagen, da kann man dann, also zumindest ich für mich persönlich kann diese Frage sehr eindeutig beantworten. Wenn ich dann den Kontextwechsel mache ins Büro zum Arbeitsplatz hin, dann hat eindeutig dieses System auf der rechten Seite oder das User Interface auf der rechten Seite die bessere Usability. Das heißt, die Usability von einem User Interface und von einem System, die hängt auch davon ab, in welchem Umfeld, in welchem Kontext dieses System zur Anwendung kommt. Und diese Sache mit dem Kontext ist überhaupt eigentlich eine ganz interessante, weil diese Sache mit dem Kontext, das ist eine Frage oder wie soll ich sagen, ein Designaspekt, der insbesondere in den letzten 10 bis 20 Jahren sehr, sehr stark an Komplexität dazugewonnen hat, weil ganz einfach Informationstechnologien heutzutage in alle Bereiche unseres Alltags und in immer neue Bereiche unseres Lebens und Alltags vorgedrungen sind. Also wenn man das vergleicht mit der Situation in den 1980er, 1990er Jahren, Ende des 20. Jahrhunderts, da war der Kontext, in dem Computer-User-Interfaces, Software-User-Interfaces verwendet wurden, da war das ein relativ homogener und vorhersehbarer Kontext, in dem das stattgefunden hat. Da hat man Software auf einem Desktop-Computer verwendet. Und dieser Desktop-Computer, der ist auf einem Schreibtisch gestanden, und das war ein relativ statischer Kontext, und da hat man gewusst, wenn die Leute eine Software verwenden, dann setzen die sich zum Computer hin und dann konzentrieren die sich auf den Computer und dann arbeiten die da einigermaßen konzentriert und mit Aufmerksamkeit an diesem Gerät mit dieser Software vor sich. Und heutzutage stimmt das halt nicht mehr, weil man heutzutage einfach überall in unserem Leben mit Software-Interfaces in Berührung kommt. Smartphones, großartiges Beispiel für eine Technologie, die Software quasi in alle Bereiche unseres Lebens getragen hat. Smartphones kann man immer und überall verwenden. Die können Sie, wenn Sie auf der Straße gehen, verwenden, die können Sie im Auto verwenden, die können Sie in der U-Bahn verwenden, die können Sie in der Arbeit verwenden, die können Sie zu Hause verwenden, die können Sie auf der Couch verwenden, die können Sie
beim Abendessen, am Esstisch verwenden, wo auch immer. Also eigentlich, man kann da überhaupt keine, oder es ist sehr viel schwieriger, wirklich zuverlässige Vorhersagen zu treffen, in welchem Kontext jetzt zum Beispiel mobile Apps und mobile Anwendungen tatsächlich verwendet werden. Und trotzdem muss man sich aber natürlich mit dieser Frage beschäftigen, dass man versucht, Vorhersagen zu treffen, für welche Anwendungskontexte und für welche Umfelder und für welche Bereiche und für welche Lebenssituationen ist eine bestimmte Lösung jetzt gut geeignet oder nicht. Das heißt jetzt eben zusammenfassend, man kann eben sagen, jedes Produkt hat grundsätzlich einmal bestimmte Ziele oder einen bestimmten Zweck, die zu den Zielen, die die Menschen damit verfolgen, passen müssen. Es heißt auch, dass jedes Produkt eine bestimmte Zielgruppe hat, die man berücksichtigen muss, um die Usability von einem System beurteilen zu können. Und dass die Verwendung von jedem Produkt in einem bestimmten Nutzungskontext stattfindet, der ebenfalls einen Einfluss auf die Usability von diesem System hat. Und um jetzt eben die Usability eines Produkts überhaupt beurteilen und bewerten zu können, ist es notwendig, dass man zuerst einmal weiß, welche Aufgaben, welche Menschen in welchem Kontext damit überhaupt erledigen wollen oder erledigen können sollen. Und das bedeutet auch natürlich, dass sich die Usability von einem Produkt oder die Usability von einem System nicht ohne weiteres auf andere Ziele, auf andere Benutzerinnen und Benutzer oder auf einen anderen Kontext übertragen lassen. Das heißt, Usability ist in dem Sinn ein sehr relatives Konstrukt, weil es sich eben nur in Relation zu diesen externen Faktoren überhaupt beurteilen lässt. Das heißt natürlich auch, dass Usability etwas ist, wo man nicht sagen kann, da gibt es jetzt ein absolutes Maß dafür. Es gibt nie irgendetwas, es ist unmöglich zu sagen, ein System oder ein Produkt hat eine perfekte Usability, weil so etwas wie eine perfekte Usability gibt es nicht, weil eben dieses Konstrukt, dieses Qualitätskonstrukt der Usability immer nur in Relation zu diesen drei externen Faktoren berücksichtigt und beurteilt werden kann. Gut. Was passiert jetzt bei schlechter Usability? Was sind die Folgen und Konsequenzen von schlechter Usability? Auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, auch wieder sehr offensichtlich, schlechte Usability ist natürlich unangenehm und nachteilig für die Benutzerinnen und Benutzer von einem System. Also in erster Linie einmal sind natürlich die Benutzerinnen und Benutzer mit dem Problem konfrontiert, wenn das System eine schlechte Usability hat. Die Leute werden mehr Fehler in der Bedienung machen, sie werden länger brauchen, um ihre Aufgaben erfolgreich zu erledigen. Also es führt zu einem Zeitverlust. Es kann frustrierend sein, dass man Systeme mit einer schlechten Usability benutzen muss. Es kann auch dazu führen, dass man überhaupt komplett an der Erledigung einer Aufgabe scheitert, dass man quasi gar nicht in der Lage ist, seine Aufgaben überhaupt erfolgreich zu erledigen und dass man das Handtuch werfen und aufgeben muss. Und es kann auch in besonders extremen Fällen dazu führen, dass es wirklich schwerwiegende katastrophale Auswirkungen hat, wie eben zum Beispiel Unfälle, die dadurch entstehen können. Das ist eben die eine Seite, wo sich schlechte Usability äußert, auf der Seite der Benutzerinnen und Benutzer. Schlechte Usability hat aber auch durchaus negative Auswirkungen auf der Geschäftsseite, wenn man so will. Also auch auf der Seite von zum Beispiel Anbietern, Verkäufern, Betreibern von Produkten und Software oder auch, oder auch zum Beispiel auf Seite von Institutionen, die ihren Angestellten Software zur Verfügung stellen. Aus der Verkäufersicht oder aus der Vertriebssicht oder aus der Anbietersicht kann man sagen, schlechte Usability wird sehr häufig dazu führen, dass sich Produkte schlechter verkaufen. Weil schlechte Usability ganz einfach auch sich normalerweise in schlechten Reviews, in schlechten Testberichten und in einer schlechten Publicity niederschlägt. Und das kann etwas sein, was einem Unternehmen sehr lange anhaften kann, wenn man sich einmal den Ruf erworben hat, dass die Produkte schlecht funktionieren, schlecht bedienbar sind, dann ist das etwas, was man als Unternehmen auch sehr schwer wieder los wird. Und schlechte Usability wird eben, wie gesagt, auch dazu führen, dass die Leute mehr Probleme haben, wenn sie ein System verwenden. Und auf der anderen Seite bedeutet das für die Anbieter und Verkäufer von solchen schlecht benutzbaren Systemen, dass das zu höheren Supportkosten führen wird, weil man ganz einfach die Leute, also mehr Support anbieten muss, Telefon-Hotline, E-Mail-Support, was auch immer, und den Leuten mehr unter die Arme greifen muss, um eben quasi im Support die schlechte Usability von dem Produkt zu kompensieren. Das heißt, das geht dann auch ganz einfach ins Geld. Das ist dann auch
umsatz- und gewinnschädigend, schlechte Usability. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt als Arbeitgeber zum Beispiel seinen Angestellten Software mit einer schlechten Usability vor die Nase setzt und die zwingt, dass sie damit arbeiten müssen, dann wird das zu einer geringeren Produktivität führen und das ist auch natürlich wieder etwas, was sich dann negativ in Unternehmensleistungen, wenn man so will, niederschlagen kann.